Die W-Fragen. In der heutigen Lektion erkläre ich dir die deutschen Fragewörter, nämlich die, die mit W anfangen. Du lernst, was jedes einzelne Fragewort bedeutet und wann du es einsetzen musst. Und du wirst lernen, ob denn wirklich alle Fragewörter immer mit W anfangen. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal, der all deine Grammatikprobleme beendet. Heute geht es um die sogenannten W-Fragen. Warum heißen die W-Fragen? Ganz einfach. Auf Deutsch fangen alle Fragewörter mit dem Buchstaben W an. Und was diese Fragewörter bedeuten, wann du sie einsetzen musst und ob es da denn wirklich gar keine Ausnahme von dem Anfangsbuchstaben W gibt, das zeige ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Schauen wir uns als erstes wer an. Wenn du mit wer fragst, fragst du immer nach dem Subjekt, also nach etwas im Nominativ. Und es ist immer eine Person. Wer bist du? Ich bin Jan. Wer kann also immer nur nach einer Person fragen. Auch wem und wen können immer nur nach Personen fragen. Und hier ist der Unterschied einfach nur der Fall. Denn wem fragt nach einer Person, die im Dativ steht, und wen fragt nach einer Person, die im Akkusativ steht. Hier gehören benutzt immer den Dativ, dementsprechend als normale Aussage wäre das Auto gehört meinem Mann. Und wenn du nach diesem meinem Mann fragst, dann musst du mit wem fragen und nicht mit wer. Und wenn es hier Akkusativ ist, hast du meinen Chef gesehen? Wen hast du gesehen? Meinen Chef. Das ist Akkusativ und dann musst du wen benutzen. Was kann dagegen alles beschreiben, was keine Person ist? Also wenn das Subjekt oder ein Objekt ein Gegenstand ist oder eine Handlung ganz im Allgemeinen, danach kannst du auch mit was fragen. Eigentlich alles, was keine Person ist. Was ist das? Ein Handy. Was hast du gesehen? Einen Hai. Was machst du? Ich höre Musik. Was fragt auch, wenn du nicht weißt, wie hier, worum es sich handelt. Ist es eine Person, ein Gegenstand, ein Tier? Soweit du nicht weißt, wonach du fragst, benutzt du auch immer was. Was hast du gesehen? Einen Hai, einen Mann, eine Frau, ein Kind. Die Frage ist immer was. Wessen fragt nach dem Besitz oder der Zugehörigkeit. Also wessen Hund ist das? Das ist Annas Hund. Du könntest hier auch sagen, wem gehört dieser Hund? Das ist Annas Hund. Also hier immer, wenn man mehr oder weniger nach dem Genitiv fragt oder grundsätzlich nach Besitz und Zugehörigkeit. Dann hast du noch die Fragen, die immer nach einem Ort oder einer Richtung, also etwas in Bezug auf den Ort fragen. Position, da geht es um die Frage wo. Wo wohnst du? Ich wohne in Dortmund. Du fragst immer nach einer Position, nach einem festen Ort. Wo? In Dortmund. Wenn du nach einer Richtung fragst, das ist dann eine Bewegung in eine bestimmte Richtung. Wohin gehst du? Ich gehe nach Hause. Das machst du mit der Frage wohin. Und woher fragt immer nach der Herkunft. Woher kommst du? Ich komme von der Arbeit. Also hier ist es immer das Gegenteil. Wohin? Dann bewegst du dich in eine Richtung mit einem Ziel. Und woher? Dann ist das Ziel dort, wo du gerade bist, aber du kommst von woanders her. Wann? Fragt immer nach einem Zeitpunkt, also nach der Zeit. Wann fährst du in den Urlaub? Nächste Woche. Und warum? Fragt nach dem Grund. Warum hast du nicht angerufen? Weil mein Akku leer ist.
Für warum gibt es auch noch jede Menge Synonyme wie warum, wieso, weshalb sind noch andere Fragewörter, die auch alle mit W anfangen, die alle genau einen Grund angeben. Wie fragt nach der Art und Weise, ist ein Adjektiv. Wie geht es dir? Gut. Also auf wie antwortest du meistens mit einem Adjektiv. Wie geht es dir? Gut. Wie fandest du die Prüfung? Schwer. Also hier auf die Frage wie antwortest du in der Regel mit einem Adjektiv. Und wenn du nach einer Auswahl fragen möchtest, benutzt du welcher oder welches. Es muss also dekliniert werden. Welches Auto kaufst du? Das blaue Auto. Welcher Mantel gefällt dir? Der grüne Mantel. Also hier musst du es entsprechend des Falles und natürlich des Genus, hier des Nomens, deklinieren. So, du siehst, es gibt wirklich keine Ausnahme. Alle Fragewörter fangen immer mit W an. Deswegen sind es auch die sogenannten W-Fragen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann einfach deine Frage hier in die Kommentare schreiben. Ich beantworte alle deine Fragen. Und im morgigen Video, da erkläre ich dir dann, was passiert, wenn auch noch Präpositionen mit in dem Fragewort drin sind. Also, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.